Wusstest du, dass Deutschland seit 1990 fast 40% weniger CO2 ausstößt? Also, das ist echt viel, oder? Viele denken ja, Deutschland hängt hinterher, aber die Zahlen sagen was anderes. Krass, das überrascht mich immer wieder. Und trotzdem hört man ständig, die Bahn ist zu spät, die Windräder sind laut und so weiter. Naja, aber irgendwie machen die Leute trotzdem ziemlich viel für die Umwelt. Genau. Und da frage ich mich, warum sind die Deutschen so umweltbewusst? Liegt das nur an strengen Gesetzen oder kommt das aus dem Alltag, so aus der Gewohnheit? Hey zusammen und willkommen bei uns. Ich bin Julia und trinke gerade meinen Kaffee aus, einem alten Senfglas. Kein Witz, das ist hier echt normal, ein Glas wieder benutzen, statt was Neues zu kaufen. Ich bin Tim, hi. Und ja, diese Gläser sind super stabil. Viele Familien nutzen die als Trinkglas oder für Nüsse. Das klingt erst komisch, aber es ist einfach praktisch und spart Müll. Also, fangen wir mal vorne an. Viele denken, die Deutschen machen das alles nur wegen Gesetzen. Klar, es gibt Regeln, aber ehrlich, es ist auch eine starke soziale Norm. Das heißt, man macht es, weil die anderen es auch machen und erwarten. Ja, genau. Zum Beispiel Mülltrennung. Es gibt Papier, Bio, gelber Sack und Restmüll. Wenn du den Müll nicht trennst, schauen die Nachbarn manchmal schon so kritisch. Das motiviert laut. Und dann das Pfand, das liebe Pfand. Pfand ist Geld, das du beim Kauf von einer Flasche oder Dose extra zahlst, zum Beispiel 15 oder 25 Cent. Du bekommst es zurück, wenn du die Flasche abgibst. Das ist ein super System. Ich habe da eine Story von einem Freund. Er ist neu in Deutschland und wollte einfach Plastikflaschen in die gelbe Tonne werfen. Die Leute so, nein, nein, hol die Flaschen raus, da ist Pfand drauf. Dann sind wir zum Automaten und haben jede Flasche eingescannt. Er war erst peinlich berührt, dann aber richtig happy über das Geld. Ich kenne so eine Geschichte auch. Jemand dachte, man kann alle Flaschen gleich recyceln, so wie im Herkunftsland. Und dann, zack, Kulturschock am Supermarktautomaten. Am Ende hat er sogar Taschen durchsucht, um keine Flasche zu verlieren. Das zeigt, wie stark das hier im Alltag ist. Und man merkt, es ist nicht nur das Gesetz, es ist Bequemlichkeit plus Gewohnheit. Überall stehen Container, die Automaten sind einfach zu benutzen und du bekommst dein Pfand zurück. Das macht es leicht, das Richtige zu tun. Viele glauben auch, Deutsche mögen Regeln nicht, also Verbote und so. Aber ehrlich, wenn es klare Vorteile gibt, dann sagen viele, ja, okay, das passt. Zum Beispiel autofreie Innenstädte. Wenn die Luft besser wird, unterstützen viele das. Genau, das ist so ein Missverständnis. Und hey, Stichwort Deutsche Bahn. Ja, Verspätungen nerven total. Aber gleichzeitig sagen viele, Zugfahren ist wichtig für die Umwelt, da gibt's so eine Debatte. Manche sind sehr kritisch, andere sagen, Leute, es ist komplex, lasst uns auch sehen, was gut läuft. Ja, ich finde, beides stimmt ein bisschen. Ich ärgere mich auch, wenn mein Zug zu spät ist. Aber ich fahre trotzdem gern Zug, weil ich so weniger CO2 ausstoße als mit dem Auto. Und ich kann lesen oder einfach mal Musik hören. Und es gibt gute Beispiele. Denk an das Ticket für 9 € damals. Plötzlich fuhren so viele Leute Bahn. Da sieht man, wenn es günstig und einfach ist, dann machen die Leute mit. Voll. Und noch ein Punkt, Schulen und Kitas. Kinder lernen früh, warum Mülltrennung wichtig ist oder was Recycling heißt. Es gibt oft Projekte, so ein Umwelttag zum Müllsammeln. Das prägt, finde ich. Ja, und zu Hause geht es weiter. Viele Familien haben Stofftaschen für den Einkauf, die hängen an der Tür, damit man sie nicht vergisst. Und wenn man doch eine Tüte kauft, auweia, dann nutzt man sie später als Müllbeuteltelefon, nichts wird verschwendet. Ich mag auch das reparieren. Also mein Nachbar repariert seinen Toaster, statt direkt einen neuen zu bestellen. Es gibt sogar Repair-Cafés, da helfen Leute ehrenamtlich, also ohne Geld, und man lernt dabei. Das ist schön. Und Secondhand, das ist auch groß. Klamotten, Möbel, Fahrräder. Man sagt hier oft einfach gebraucht. Es spart Geld und Ressourcen. Und ehrlich, es macht Spaß, was Besonderes zu finden. Apropos Ressourcen, Deutschland investiert viel in erneuerbare Energie. Wind, Sonne, Wasser, Photovoltaik, also Solarstrom, ist auf vielen Dächern. Das ist ein Grund, warum die Emissionen so stark gesunken sind seit 1990. Genau, und 40% weniger ist echt eine Hausnummer. Natürlich gibt es noch viel zu tun, klar. Aber die Richtung stimmt. Das gibt Leuten Motivation, weiterzumachen. Es gibt auch witzige Alltagstricks. Du hast ja vorhin das Senfglas erwähnt. Viele benutzen die als Kinderbecher, weil der Deckel super dicht ist. Oder man packt Nüsse rein. Das ist günstig und nachhaltig. Noch ein Tipp: Kaffee im Mehrwegbecher. Manche Cafés geben sogar Rabatt, wenn du deinen eigenen Becher mitbringst. Nicht viel, aber es fühlt sich gut an. Und weniger Einwegbecher fliegen rum. Stimmt.
Und beim Einkaufen Obst und Gemüse lose nehmen, also ohne Plastik. Ein kleines Stoffnetz mitnehmen, fertig. Das erspart so viele Tüten. Kleiner Alltagstrick bei Strom, Geräte ganz ausmachen, nicht nur Standby, also den Schalter an der Steckerleiste aus. Klingt mini, aber es spart. Und die Heizung? Lieber kurz Stoßlüften, statt das Fenster die ganze Zeit kippen. Viele kleine Sachen eben. Und wenn alle das machen, wird es groß. Ich glaube, das ist der Kern hier. Man sieht, dass die anderen mitmachen und dann macht man es halt auch. Social Proof würde man auf Englisch sagen. Ja, oder eben soziale Norm. Ach, und es gibt auch Missverständnisse. Manche sagen, die Deutschen sind immer gegen neue Regeln. Aber oft sind sie dafür, wenn es klare Vorteile gibt, wie bessere Luft oder weniger Lärm. Dann ist es okay. Und noch so ein heißes Thema Verantwortung. In Deutschland reden Leute viel über Verantwortung für die Gemeinschaft. Manchmal auch sehr emotional, zum Beispiel bei Arbeit und Sozialstaat. Da gibt es Debatten mit harten Worten. Beim Klima ist es ähnlich, aber oft mit dem Fokus, was ist gut für uns alle. Genau, diese Idee von wir tun etwas zusammen. Das merkt man beim Müllsammeln im Park oder wenn Nachbarn einen Tauschmarkt machen. Jeder bringt was, jeder nimmt was. Es ist einfach nett und nachhaltig. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Beim Grillen habe ich mal nur Fleisch mitgebracht. Und dann kamen Freunde mit mega leckeren Gemüsespießen. Ich war so, oh, stimmt, das ist auch gut. Leute lachen, aber am Ende isst jeder alles. Es wird normaler, weniger Fleisch zu essen. Haha, ich kenne das andersrum. Eine Freundin brachte nur Salat und die andere meinten, ey, wo ist die Wurst? War erst peinlich, aber inzwischen bringen viele beides mit. So entsteht langsam eine neue Gewohnheit. Wenn du neu in Deutschland bist, mein Tipp, frag die Nachbarn, wie die Mülltrennung funktioniert. Viele helfen gern und zeigen dir das System. Es gibt auch Abfallkalender von der Stadt, da steht genau drin, wann welche Tonne dran ist. Und beim Pfand, schau auf das Symbol mit dem Kreis und dem Pfeil. Wenn es drauf ist, gibt es Geld zurück. Heb die Flaschen einfach auf, nimm eine Stofftasche und bring sie mit zum Supermarkt. Nach 2-3 Mal geht das ganz automatisch. Huai, Beim Einkaufen nimm dir Zeit, einmal die Woche zu planen. So kaufst du nicht zu viel und wirfst weniger weg. Reste essen ist hier kein Drama, sondern normal. Sogar lecker, wenn man kreativ ist. und noch was zur Bahn, weil das viele bewegt. Ja, Verspätungen nerven, ich sag's auch nochmal. Aber viele sagen gleichzeitig, wir brauchen eine starke Bahn, für die Umwelt laut Kritik ist wichtig. Klar, aber der Grundgedanke bleibt, Zug ist besser als Stau. Ich würde sagen, das fasst es gut zusammen. Deutsche sind umweltbewusst, weil es überall im Alltag drin ist. Gesetze helfen, aber Gewohnheit, Bequemlichkeit und soziale Normen sind der Motor. Und man sieht die Ergebnisse wie die 40% weniger Emissionen seit 1990. Genau, und es fühlt sich gut an. Nicht perfekt, aber auf dem Weg. Kleine Schritte jeden Tag. Und ja, manchmal eben auch mit einem Senfglas in der Hand. Bevor wir Schluss machen, sag mal, hast du noch einen überraschenden Tipp so fürs Heute? Klar, spül Bläser direkt aus und nutz sie als Vorratsdosen. Oder nimm ein altes Schaublatt für Haferflocken-to-go. Sieht cute aus und ist super praktisch. Ach ja, und immer eine Stofftasche im Rucksack lassen. Mein Tipp? Eine kleine Liste am Kühlschrank. Schreib auf, was wirklich fehlt, dann kaufst du nicht doppelt und musst nichts wegwerfen. Klingt langweilig, hilft aber echt. So, Freunde, wenn euch das gefallen hat, gebt uns doch gern ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Wir haben noch viele einfache, alltagstaugliche Ideen. Ja, genau. Liken und abonnieren, das hilft uns total. Schreibt uns auch mal, was euer bester Zero-Waste-Tipp ist oder was euch in Deutschland überrascht hat. Danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt freundlich zur Umwelt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao und einen schönen Tag.